ich sag mal, Inspiration, die Leute trainieren zu sehen und zu sehen, wie die überhaupt arbeiten und was die jeden Tag dafür geben. Ja, es wurde dann immer schwerer. Ich habe es, wie gesagt, dann so 1,5 Jahre lang einfach akzeptiert. Ja, wie viele Stunden kann ich geben, ohne dass es mein eigenes Tennis beeinträchtigt? Aber wie viele Stunden muss ich vielleicht auch geben, damit ich davon leben kann? Ja, klar. Du betätigst dich geistig und körperlich, was ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber Leute, die dann im Büro arbeiten, die körperliche Komponente kommt halt dann weniger zum Vorschein. Ja, aber wir sind jetzt noch bei der Tennis Space in Oberhaching. Was wäre so, wenn ich dich jetzt frage, Kai, sag mir mal, was hast du aus der Tennis Space mitgenommen? Weil es sind so immer so Chapter im Leben, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt beendet. Jetzt zum Beispiel bei vielen ist es die Schule, okay, damit habe ich beendet. Das war positiv, das war negativ und es geht weiter im Leben. Was waren so Sachen, wo du sagst, ey, die Sache habe ich definitiv mitgenommen. Vielleicht mache ich es heute noch immer noch. Ja. Ja, also was dort schon sehr, sehr gut war einfach die Professionalität, mit der gearbeitet wurde letztendlich, wie ernst dann die Sache rangegangen worden ist. Nicht zwingend so in der Trainingseinheit, dass jetzt immer nur ernst war und immer nur irgendwie verkrampft war alles, sondern einfach die Struktur, die drin war letztendlich, wie es aufgebaut war. Es war einfach alles dabei. Wir hatten einen Tennistrainer, einen Fitnesstrainer, einen Physio da. Es war wirklich alles da. Wie gesagt, eine riesen Facility, die jetzt ja noch größer ist mittlerweile, die damals aber schon gut war, mit einem Kraftraum, den wir ja in der Sportschule, die gegenüber direkt war, auch nutzen konnten. Und also es war wirklich top vom ganzen Außenrum einfach. Wo man schon viel mitgenommen hat, was so eine Tagesstruktur angeht, wie man das gut aufbauen kann, wie man sinnvoll trainiert oder wie man sein Training sinnvoll plant letztendlich. Das war schon sehr, sehr gut, ist natürlich auch dort gut möglich, weil man halt die Plätze zur Verfügung hat, wie man will letztendlich, weil alles andere ja außenrum gebaut wurde und eigentlich der Profisport im Vordergrund stand. Ja. Das ist ja jetzt in Vereinen meistens nicht möglich, weil dann am Nachmittag noch irgendwie eine Tennisschule drinnen ist und so. Ja. Genau, also das war wirklich sehr, sehr gut. Spielerisch habe ich, glaube ich, in den ersten 2 Jahren den größten Fortschritt gemacht und das meiste letztendlich gelernt, als ich beim Bernhard Noah da trainiert habe. Wie schon gesagt, dem ich bis heute sehr, sehr dankbar bin. Ich weiß gar nicht, ob er es weiß letztendlich. Ja, ich habe den ewig nicht gesehen, aber vielleicht sieht das ja. Also, nein, wirklich, da habe ich wirklich sehr, sehr viel mitgenommen, was meine Einstellung zum Sport angeht. Wie gesagt, ich bin mit 11, 12 war ich noch so halb Fußball, halb Tennis und war da noch so ein bisschen Tennis, was ist Tennis? Entspannter einfach und habe das nicht ernst genommen in dem Sinne. Natürlich schon ernst genommen, aber es war nicht mir hat so die Professionalität gefehlt und die habe ich dort auf jeden Fall gelernt. Sieht man auf den Tennisturnieren. Danke. Nee, also da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen dort. Und ja, was dann so Eigenständigkeit und sowas angeht, war in den letzten Jahren dann schon auch ein Thema, weil ich einfach dann alles letztendlich versucht habe, alleine zu machen. Ja. Selbst von A nach B zu kommen, Turnierreisen alleine zu machen. Es war leider nicht immer möglich oder eigentlich eher selten möglich, dass ein Trainer mit auf Turniere kommt dann dort. Einfach aus finanziellen Gründen, weil es halt nochmal extra gekostet hätte und dann einfach zu viel gewesen wäre. Aber auch da habe ich dann viel mitnehmen können, einfach für mich, was Turnierplanungen angeht, was das selbstständige Arbeiten angeht und so in die Richtung. Ja. Und es hilft natürlich dann auch, wenn man tagtäglich die Top-Leute letztendlich aus Deutschland trainieren sieht. So einen Philipp Kohlschreiber, der damals noch gespielt hat, logischerweise. Flo Meyer, der auch lange dort trainiert hat. Maxi Materer, der zu der Zeit zum Beispiel auch noch in Oberhaching war und deutlich in den Top 100 gestanden hat zu dem Zeitpunkt, ist natürlich schon auch immer so eine, ich sag mal, Inspiration, die Leute trainieren zu sehen und zu sehen, wie die überhaupt arbeiten und was die jeden Tag dafür geben, auch in einem höheren Alter dann bei einem Kohlschreiber oder Meier schon, wie die immer noch zum Teil dafür brennen und was sie immer noch geben, um ihre Leistung abrufen zu können letztendlich. Ja, ich glaube auch, wenn du die nicht nur einmal, sondern wirklich tagtäglich siehst, wenn du halt dann auch siehst, dass die im Gym dann auch mal 2 Stunden ackern, dann denkst du ja auch, ja, Alter, da will ich ja auch hin. Ja. Ich gehe jetzt auch ins Gym und acker dann mal noch für 1,5 Stunden. Aber irgendwann mal ist dann auch dieses Kapitel zu Ende gewesen bei dir. Und ich würde mal sagen, ich kenne dich jetzt vor allem in den letzten paar Jahren. Wir spielen zusammen in der Mannschaft. Weiß nicht, ob du mich noch haben willst in der Mannschaft. Genau, aber
Was waren so, ich kenne dich, du bist jemand, der dann, wenn es Probleme gibt, sie dann auch anspricht, zu jemandem geht und nicht in sich hineinfrisst und alles schön und gut. Und ja, kann man sagen, dass du dann so eine kontroverse Person bist, die dann halt gern mal in die Diskussion reingeht? Ja, eigentlich schon. Also Ja, also wenn ich ein Problem sehe oder wenn ich mit irgendwas ein Problem habe letztendlich, dann spreche ich es an und dann diskutiere ich es auch aus letztendlich. Also dann versuche ich schon eine Lösung zu finden dafür irgendwie. Ja, letztendlich in der Base, ich habe es gerade eben schon gesagt, es ist der Fortschritt nicht mehr so gekommen, wie ich es gern gehabt hätte. Ja, du wirst wahrscheinlich ein, zwei andere Gründe auch noch hören. Letztendlich war es so, dass es zu dem Zeitpunkt, dass ich gegangen bin, zu wenig Trainer in meinen Augen für zu viele Spieler waren, weil wirklich viele Spieler dort waren zu dem Zeitpunkt und wir relativ wenig Trainer hatten. Ich dann meinen Trainer, also der Lukas Wolf, der eben zu dem Zeitpunkt für mich zuständig war, war letztendlich auch für ein paar andere Spieler zuständig, die einfach letztendlich besser standen als ich und ihn dann auf Turnieren dabei hatten, das halbe Jahr, und ich eigentlich letztendlich selten dann einen Trainer dort hatte, also beziehungsweise einen Trainer auf dem Platz hatte. Das war aber nicht mein Trainer, sondern das war dann der Trainer von meinem Trainingspartner. Gab's oder nicht Absprachen mit einem Lukas Wolf, wo der dann sagt, die waren leider eben nicht so optimal oder nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hätte. Okay, also es war dann teilweise so, dass ich an 5 Tagen in der Woche 4 verschiedene Trainer hatten und jeder was anderes gesagt hat. Es war dann schon so, dass ich dann Ende der Woche mal hingegangen bin und gesagt habe, ja, es ist aber irgendwie komisch, ne? Also irgendwie weiß ich nicht, es fällt mir schwer, dann eins davon irgendwie umzusetzen, wenn ich 4 verschiedene Sachen höre in einer Woche. Das wurde schon auch wahrgenommen letztendlich. Es gab aber keine Lösung eigentlich dafür. Okay. Beziehungsweise es wurde versucht, aber hat einfach so nicht funktioniert. Klar, dann ist immer noch ein finanzieller Aspekt dahinter. Wie gesagt, es war im Jugendbereich, war es gut bezahlbar. Es war dann irgendwann im Profibereich, wurde es deutlich teurer und dann wurde es auch schwerer, das Ganze finanziell zu stemmen. Und ja, irgendwann war dann einfach der Punkt gekommen, wo ich für mich gesagt habe, dass es so, wie es zu dem Zeitpunkt gelaufen ist, einfach nicht weitergeht. Dass ich so nicht weiterkomme, dass irgendwo vielleicht auch die Trainer dann das Gefühl hatten, dass die Ziele nicht erreicht werden können, so wie es aktuell läuft. Und ja, dann stand relativ früh in dem Jahr, wo ich dann letztendlich gegangen bin, auch fest, dass ich da nicht weitermachen werde. Ich hatte dann zum Glück bis Ende des Jahres meinen Vertrag dort, habe bis da dann auch noch dort trainiert und auch gut trainiert und habe dann das halbe Jahr eigentlich Zeit gehabt, ein neues Team zu finden, beziehungsweise einen neuen Trainer zu suchen und einen neuen Stützpunkt für mich zu finden letztendlich. Ja. Aber erstmal überhaupt Respekt, dass man, wie alt warst du, 18, 19, 20, sowas? Ja, 20. Dass man da zu älteren Personen hingeht. Ich glaube, ich kenne das auch selbst, dass man dann zu jemandem hingeht und sagt, ey du, mir passt das und das nicht. Jetzt nicht irgendwie angreifen die Person, sondern halt wirklich rational zu sagen, hey, das und das geht so nicht. Ist mal erstmal großer Respekt, weil das machen nicht viele Leute. Viele fressen es so ein bisschen in sich hinein und irgendwann, wenn es halt dann wirklich, irgendwann artet es dann halt komplett aus und dann wird es halt sehr schmutzig, glaube ich. Ich glaube schon, dass es bei mir auch 1, 2 Jahre lang so war, dass ich es einfach geduldet habe. Ja. Dass ich gesagt habe, okay, es ist halt so und einfach so ein bisschen drauf gewartet habe, dass irgendwann der Durchbruch schon kommt und dann hatte ich wieder einen Trainer so ungefähr. Ja. Leider funktioniert es halt auch nicht ganz so einfach, dass man 2 Jahre wartet und dann steht man plötzlich Top 100 oder wie auch immer. Das musste ich dann auch feststellen. Aber ja, letztendlich, wie gesagt, also ich in dem Moment, wo ich im Profibereich gewechselt bin, waren die Anzahl der Spieler einfach größer in dem Team vom Lukas Wolf, waren mehr Spieler bei ihm in Betreuung. Und ja, es wurde dann immer schwerer. Ich habe es, wie gesagt, dann so 1,5 Jahre lang einfach akzeptiert, bis ich dann auch wirklich angefangen habe, das anzusprechen und das zu thematisieren. Ja, nachdem das dann nach mehreren Monaten einfach immer noch nicht besser geworden war und sich da wenig geändert hat, ja, war letztendlich dann irgendwann der Punkt, wo man halt die Reißleine ziehen muss. Ja. Ja, und dann hattest du ein halbes Jahr Zeit, um für einen Trainer oder ein Team
Ausschau zu halten. Nimm mich vielleicht mit, wie so ein Prozess, weil bei jedem ist er ein bisschen anders. Ich hatte es selbst auch vor 3 Jahren, wo ich ein Team gesucht habe. Dann war es eher zufallsmäßig, dass ich draufgekommen bin. Nimm mich vielleicht mal ein bisschen mit, wie sowas ausgeschaut hat. Ja, bei mir war es tatsächlich relativ simpel im ersten Moment mal, Mhm. weil ich schon länger die Idee hatte, die ich dann letztendlich auch umzusetzen versucht habe, beziehungsweise dann auch für eine Zeit lang umgesetzt habe. Und zwar bin ich zu meinem alten Trainer zurück nach Aschheim erstmal für ein halbes Jahr, Okay. bei dem ich dann eben im Januar, also mein Vertrag ging bis Ende Dezember, bis 31.12. in Oberhaching. Ich hatte im Vorhinein mit dem abgeklärt, mit meinem ehemaligen Trainer schon gesprochen und abgeklärt, dass ich bei ihm wieder gerne trainieren würde. Das Positive, sage ich mal, war, dass mein Bruder ja auch in der Base war und der zu dem Zeitpunkt auch gesagt hat, dass es ihm auch reicht eigentlich dort und letztendlich dann auch seinen Vertrag zum 31.12. gekündigt hat und er dann mit mir nach Aschheim wieder zurück ist, zu meinem alten Trainer. Also hattest du Bei dem einen Trainingspartner schon mal so. Genau, ich hatte einen Trainingspartner. Ein Trainer, Ich hatte einen Trainer, der auch früher schon gute Spieler trainiert hat. Das ist ein Rumäne, der hat Mircea Pah heißt der hat ein paar andere Profispieler früher auch schon betreut und trainiert. Und dementsprechend war das für mich jetzt nie so ein Riesenproblem, sondern für mich war dann klar, okay, gut, das ist so aktuell für mich die Das einzige Beste. Lösung letztendlich. Es hätte zwar in München beim Sportcheck auch noch eine andere Akademie gegeben, wo dann ein, zwei andere Spieler hingegangen sind, wie der Matthias Bachinger oder der Peter Bojovcik, der jetzt auch erst seine Karriere beendet hat vor 1, 2 Wochen. Okay. Genau, das wäre noch so die andere Alternative gewesen, die aber auch wieder sehr kostenspielig gewesen wäre und auch nicht optimal gewesen wäre für mich. Und genau, dann habe ich letztendlich entschieden, dass ich gern zu meinem alten Trainer zurück will. Es war nicht ganz einfach, sage ich mal, weil, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, ich musste dann in einem Club trainieren wieder letztendlich und nicht mehr in einer Akademie, die extra dafür da war, dass da Profisport stattfindet letztendlich. Ja. Das heißt, die Trainingszeiten waren relativ tough dann teilweise. Also wir haben dann im Winter, glaube ich, teilweise um 7.30 Uhr angefangen und bis 9.30 Uhr trainiert, dann 2 Stunden Pause und dann von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr oder sowas nochmal. Also es war zum Teil wirklich hart, da so früh rauszukommen im Winter und da dann doch irgendwie voll motiviert auf dem Platz zu stehen. Aber auch da haben wir letztendlich dann eine Lösung gefunden und haben das hinbekommen. Eben mit meinem alten Trainer und seinem Sohn letztendlich zusammen, der uns dann auch trainiert hat. Genau, das lief dann ein halbes Jahr letztendlich, bis dann, ja, nicht mal ein halbes Jahr, eigentlich eher so 3, 4 Monate, bis so ein gewisser Virus aufgetaucht ist. Stimmt, ja, da kam was. Auf der ganzen Welt. Ja. Und ja, dann waren letztendlich die Tennisanlagen gesperrt. Es war alles zu. Ich habe dann in der Zeit eigentlich fast kein Geld zur Verfügung gehabt, weil es waren ja keine Turniere, es hat nicht stattgefunden, wo ich Geld hätte verdienen können letztendlich. Dementsprechend hat es dann auch mit meinem alten Trainer leider nicht mehr funktioniert, weil ich es einfach nicht finanzieren konnte. Und ich habe dann in dem nächsten halben Jahr bis Jahr eigentlich fast nur mit meinem Bruder trainiert. Einfach zu zweit, ohne Trainer. Und wir haben für uns gespielt einfach nur. Ja. Ja, genau, bis ich dann irgendwann aus welchem Grund auch immer mal nach Augsburg gefahren bin, wo ich zu dem Zeitpunkt schon Liga gespielt habe, für den Verein, wo wir jetzt eben beide auch Liga spielen, weil ich das Angebot hatte, oder was heißt das Angebot, weil unser Teammanager, der Michi damals gemeint hat, ja, wenn ich mal bei uns in der Halle spielen will, also beim Schießgraben in der Halle spielen will, dann kann ich da kostenlos spielen, jetzt während der Zeit, wo wenig los ist. Dann soll ich mit meinem Bruder einfach vorbeikommen und dann können wir da 2 Einheiten am Tag trainieren, ist überhaupt kein Stress. Das haben wir dann 1, 2 Mal gemacht. Und ja, dann habe ich tatsächlich wie du auch mehr oder weniger zufällig den David Turner dort kennengelernt oder immer wieder mal gesehen, der ja Mitgründer von Alpha Tennis letztendlich ist, wo ich jetzt trainiere mittlerweile. Und bin mit ihm immer mehr ins Gespräch gekommen und irgendwann ja, kam dann mal eine Einladung, dass ich doch da mal im Training auch vorbeischauen kann und dass wir uns das dann mal anschauen können. Die haben damals noch im Nebenclub trainiert letztendlich, der direkt gegenüber ist in der Halle. Und dann war ich da ein paar Mal beim Training und der Richie Wade, der den Profibereich letztendlich macht und jetzt mein Trainer ist,
hatte mir damals angeboten, dass wir das doch mal testen können, einfach über einen gewissen Zeitraum, dass ich da 2-3 Mal die Woche ins Training komme und wir einfach mal testen, ob das Ganze überhaupt zusammenpasst, ob es funktioniert. Das haben wir so gemacht und es wurde dann einfach stetig immer mehr, bis ich irgendwann dann bei unserem Teammanager mehr oder weniger eingezogen bin für ein halbes Jahr. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Und da fast schon gelebt habe, eigentlich in Augsburg zu dem Zeitpunkt. Genau, und dann jeden Tag dort trainiert habe. Mein Bruder hat sich da leider, sage ich mal, dagegen entschieden. Der hat dann irgendwann mehr oder weniger aufgehört mit dem Tennis. Wobei, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Er studiert jetzt... Der studiert in München jetzt. Der wollte ursprünglich mal aufs College gehen noch dann, Stimmt, um dort College-Tennis zu spielen. Corona. Da war dann auch Corona ist dazwischen gekommen. Dann sind noch 1, 2 wirklich schwerere Verletzungen dazwischen gekommen, wo er dann mal, ich glaube, einmal 10 und einmal 3 Monate raus war. Was da natürlich auch nicht hilft, wenn man aufs College will und ein gewisses Ranking braucht, um da Angebote zu bekommen. Ja, klar. Verstehe ich. Und er hat sich dann letztendlich irgendwann, als dann Corona auch noch angefangen hat und der nicht rübergekommen ist, dafür entschieden, in Deutschland einfach zu studieren und Tennis mehr oder weniger sein zu lassen. Also wobei nationale Turnier, finde ich, ist ja... Der trifft immer noch ganz gut, der spielt auch immer noch ordentlich Tennis. Er hat auch ein gewisses Talent für den Sport, sage ich mal. Das stimmt. Hat dann aber irgendwann entschieden, dass er jetzt nicht mehr da das Investment gehen will und jeden Tag auf den Trainingsplatz gehen will. Klar. Sondern wie gesagt dann studiert und trainiert halt jetzt, weiß ich nicht, 1-2 Mal die Woche wahrscheinlich noch und spielt so 1-2 nationale Turniere, um so ein bisschen Preisgeld da noch mitzunehmen. Aber geht jetzt nicht mehr auf die Future Tour und versucht irgendwie ATP-Punkte zu sammeln. Und wird das, so wie ich sehe, wahrscheinlich auch nicht nochmal tun. Auch wenn ich es hin und wieder mal probieren, für so ein Doppel nochmal anzustacheln. Aber stimmt, ihr habt schon mal Doppel gespielt. Genau, wir haben ein paar Mal Doppel zusammen gespielt. Ja. Sogar mal auf einem Challenger, was ich mich erinnere. Wir waren auch gar nicht so unerfolgreich. Wir haben also ganz, ganz früher war es Katastrophe, wie es halt unter Brüdern ist. Alter, ich weiß genau, was du meinst. Ist es regelmäßig eskaliert auf dem Platz. Völlig egal, wie es ausgegangen ist. Nein, aber irgendwann haben wir dann, ich sag mal, zueinander gefunden auf dem Platz. Und es hat dann immer besser funktioniert, bis wir dann irgendwann auf der ITF Juniors Tour letztendlich unseren ersten Titel zusammen holen konnten in Budapest, meine ich, war das. Ich glaube, es ist so tatsächlich der einzige Titel, den ich auf der ITF Juniors Tour gewonnen habe im Doppel. Aber mit deinem Bruder? Mit meinem Bruder zusammen, genau. Ja. Und haben dann auch auf der ITF, also auf der Future Tour, noch ein paar Doppel miteinander gespielt, ein paar Halbfinals, glaube ich, auch gespielt. Und haben dann irgendwann in Ismaning beim Challenger eine Wildcard bekommen fürs Doppel. Haben da auch eine Runde gewinnen können dann. In einem Late-Night-Drama, sage ich mal. Also es war, glaube ich, ein 6-7, 7-6, 11-9 oder sowas im Match-Tiebreak dann. Wir waren, glaube ich, das letzte Match des Tages auf dem Center Court irgendwie um 18 Uhr angesetzt und um 21 Uhr fertig oder sowas gefühlt. Also für ein Doppel ultra langes Match letztendlich. Ja. Aber die Tribüne war voll. Das Publikum hat hinter uns gestanden und wir haben die erste Runde da gewonnen, haben die zweite dann auch nur knapp im Match-Tiebreak verloren letztendlich. Also wir haben durchaus miteinander spielen können dann in den letzten Jahren. Deswegen habe ich es halt immer wieder mal versucht, aber leider ich schaff's leider. Ich komme nicht durch bei ihm. Ja. In Weidingen haben wir beim nationalen Turnier letztes Jahr nochmal gewinnen können. Stimmt, das habt ihr gewonnen, ja? Ja, das ist, glaube ich, das einzige nationale Turnier, so gefühlt in Deutschland, wo es eine Doppelkonkurrenz gibt. Aber auch eines der stärksten... Eines der stärksten Turniere auch. Genau. Ich glaube, das größte deutsche nationale Turnier, das ist, also abgesehen von der deutschen Meisterschaft jetzt mal, aber das größte deutsche nationale Turnier letztendlich, das es gibt. Und da haben wir die Doppelkonkurrenz dann gewonnen letztes Jahr zusammen. Das war nochmal so ein Highlight in unserer Doppelkarriere, mit dem es dann noch abgeschlossen wurde. Und seitdem nicht mehr. Seitdem haben wir nicht mehr gut, gibt's ja auch zumindest nicht mehr miteinander auf dem Platz gestanden. Gegeneinander haben wir 1-2 Mal auf dem Platz gestanden noch, aber miteinander nicht mehr. Dann. Okay. Ja. Du hast schon erwähnt, Tennisturniere. Wie schaut deine Planung für Tennisturniere aus? Und ich verfolge dich natürlich auch ein bisschen, ist ja klar. Es gab mal eine Zeit, wo du sehr viele nationale Turniere gespielt hast, wo ich mir dann dachte, natürlich, du hast, glaube ich, bestimmt 8 aus 10 Turniere gewonnen. Also ich glaube, es gab eine Zeit lang, da gibt es
Doch, vielleicht der Hannes war kurzzeitig dann besser, aber er ist dann auch geschlagen. Gab es keinen besseren nationalen Tennisspieler in Deutschland. Aber international, also wage ich jetzt zu sagen, dass du nicht den Erfolg hattest wie auf den nationalen Turnieren. Erstmal, wie war Turnierplanung bei dir? Und dann, ja, wie bist du mit so Sachen umgegangen? Weil ich glaube, wenn ich das mir denke, da haben sich bestimmt sehr viele andere gedacht und du bestimmt dann auch. Ja. Also Turnierplanung in erster Linie mal ist nicht ganz so einfach, wie man sich vielleicht grundsätzlich vorstellt, wenn man jetzt mit Profisport beziehungsweise speziell mit der ITF-Tour sich nicht zwingend auseinandersetzt. Weil man kann sich natürlich Anfang des Jahres oder Ende des Vorjahres im Prinzip hinsetzen und sagen, ja gut, man macht den und den Plan und man spielt hier die 2 Turniere und da die und hier das und wie auch immer. Letztendlich gibt es einfach eine Menge Faktoren, die dazwischen kommen können und die es einem dann eben doch nicht ermöglichen, hier zu spielen oder da zu spielen und dann muss man vielleicht doch nochmal umplanen und so weiter. Bei mir war so der limitierende Faktor letztendlich immer das Geld. Ich habe vor allem in der Zeit, als ich dann aus der Base raus war, eigentlich mir den Sport komplett selbst finanzieren wollen immer, beziehungsweise hatte einfach keine Unterstützung mehr von meinen Eltern, weil es meiner Mutter einfach nicht möglich war. Und also speziell mir, weil dann nur noch ich gespielt habe eigentlich zum größten Teil, aber mir da so riesig viel Geld zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend habe ich immer versuchen müssen, das irgendwie selbst zu finanzieren und das ging letztendlich nur über nationale Turniere. Und die waren eigentlich so fast mehr oder weniger der Fixpunkt in meinem Turnierkalender, weil ich gesagt habe, okay gut, die 6 Wochen oder wie viel es dann noch immer waren, vielleicht waren es 8 oder 10 Wochen im Jahr, die muss ich eigentlich für nationale Turniere planen, weil ich da Preisgeld gewinnen kann, um letztendlich dann wieder auf Future-Turniere gehen zu können und mir das leisten zu können. Weil so eine Woche mal in Griechenland oder in Tunesien oder was kostet ja auch Geld letztendlich. Und man kann sich ja mal die Preisgeldtabellen für ein Future-Turnier anschauen. Dann wird man relativ schnell feststellen, dass es da nicht viele Spieler auf so einem Turnier gibt, die sich die Woche dadurch finanzieren. Ja, insofern musste ich immer zwischendurch dann nationale Turniere oder Liga-Spieltage letztendlich mit einbauen, damit ich das Ganze finanzieren konnte irgendwie. Und wie gesagt, das waren dann so meine Fixpunkte. Das waren so wahrscheinlich 6 von den großen Preisgeldturnieren in Deutschland im Jahr, die ich dann gespielt habe. Gewonnen hast? Ja, auch nicht alle, aber vieles. Du hast häufig relativ erfolgreich war, zum Glück, weil sonst wäre weniger Preisgeld wieder da gewesen und weniger Möglichkeit, Turniere zu spielen. Ja. Und ich habe dann außenrum so geschaut, wie die Future-Turniere reinpassen letztendlich. Klar, wenn ich jetzt mit unbegrenztem Budget hingehen könnte, dann würde ich Anfang des Jahres hingehen und sagen, ja gut, ich spiele hier 25 Futures im Jahr und spiele keine nationalen Turniere, sondern nutze die andere Zeit zum Trainieren. Spiele vielleicht auch keine Liga, sondern kann in der Zeit Turniere spielen. Ja, aber leider ist es bei mir und bei ganz vielen anderen Tennisspielern leider nicht der Fall, dass das Geld halt einfach unbeschränkt da ist. Und dementsprechend musste ich halt so planen, wie es irgendwie ging. Dann kommen, wenn es blöd läuft, noch 1, 2 Verletzungen dazwischen oder Turniere, die dann doch irgendwie abgesagt werden, anders stattfinden, wie auch immer. Und dann ist es letztendlich immer ein kurzfristiges Planen, sodass es dann meistens irgendwie so auf 15 bis 20 Turnierwochen im Jahr bei mir hinausgelaufen ist, was nicht optimal ist, aber ja, vom Gefühl her so das Beste war, was ich rausholen konnte. Ja, verständlich. Ja, und warum jetzt die Ergebnisse auf den nationalen Turnieren bei mir immer besser waren als auf den Futures, ist das Niveau ist anders, das stimmt. Erstmal eine Frage des Niveaus. Auf der anderen Seite, wenn jemand mir die Frage so einfach beantworten kann, dann bitte her damit, weil ich wüsste es teilweise auch gern. Nein, letztendlich ist es ein anderes Niveau erstmal auf der Future Tour. Es ist aber schon auch so, dass ich viele Leute, die auf der Future Tour oder auf der ATP Tour vor mir stehen, letztendlich auf den nationalen Turnieren dann trotzdem geschlagen habe, die international dann besser abgeliefert haben letztendlich als ich, zumindest bis vor einem Jahr, sage ich mal. Ja, weil einfach dadurch, dass ich wusste, ich habe nicht so viele Turniere zur Verfügung, wie es vielleicht andere haben, muss ich auf den Turnieren abliefern. Ja. Natürlich kann man jetzt sagen, ich musste auf den nationalen Turnieren auch abliefern, damit ich mir die anderen Turniere wieder leisten kann. Für mich waren die aber immer ein bisschen entspannter. Ich habe mir bei den nationalen Turnieren nie irgendwie einen Kopf um irgendwas gemacht, ob ich jetzt hier irgendwie performe oder nicht, sondern
Die waren für mich da, das war so Mittel zum Zweck, aber für mich ging es da nie um Punkte und das ist ja das, worum es letztendlich geht bei uns. Ja? Wir spielen nicht um das Preisgeld. letztendlich nicht wegen am Preisgeld, weil sonst würden wir alle nicht Future Tour spielen, sondern wir spielen natürlich alle, um Punkte zu sammeln, um auf der Weltrangliste weiter vorzukommen und darum ging es letztendlich. Also da ging es ja jetzt nicht um tausende Euros oder sowas, sondern da ging es um die Punkte. Und so dumm das klingt, letztendlich ist das Geld da mal wurscht in erster Linie. Also bei den Future geht es mir nicht ums Geld, sondern da geht es mir wirklich darum, Punkte zu sammeln. Und das war das, wo man dann angefangen hat, oder wo ich angefangen habe nachzudenken dann drüber letztendlich. Dass man da ja jetzt Punkte holen muss oder will oder sollte irgendwie. Ich bin voll bei dir. Und genau den Druck, sage ich mal, letztendlich hatte ich auf den nationalen Turnieren einfach nicht. Ja. Sondern da habe ich für mich gespielt, habe fürs Preisgeld gespielt. Klar geht es da auch um viel Preisgeld zum Teil und um darum, ob ich jetzt noch ein Turnier mehr oder weniger spielen kann in dem Jahr. Aber da war der Gedanke nie so da, letztendlich. Dass es jetzt um so super viel geht gerade. Was dein Kopf macht, kannst du jetzt nicht so wirklich das ist leider relativ schwer zu beeinflussen. Wobei auch da jetzt einfach mit der Zeit eine gewisse Entspanntheit aufgetreten ist auf der Future Tour und auch das jetzt, ich sag mal, in den letzten 12 Monaten deutlich besser geworden ist. Ja, ich sehe es selber. Rangliste geht eigentlich immer nach vorne. Es gibt kaum Wochen, wo du wirklich in der ersten Runde mal rausgehst. Es gibt auch wenig Wochen, wo du jetzt mal überperformst, aber ich glaube, das liegt eher am Spielstil, dass du kontinuierlich über ein Jahr relativ solide Ergebnisse bringen kannst. Aber du hast es schon angesprochen, also das größte Problem ist das Geld. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Und vor allem über jemanden wie dir, der das Ganze versucht, sich selbst zu finanzieren oder nicht versucht, sondern eigentlich muss. Was sind so du hast schon gesagt, okay, nationale Turniere, da verdienst du dein Geld, aber ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass du nur von dem lebst. Du hast dann die Liga, spielst ja beim TC Schießgraben, jetzt dieses Jahr noch zweite Bundesliga, jetzt dann in der Regionalliga nächstes Jahr. Und was sind noch so zwei Faktoren? Gibst du Stunden? Wie schaut es sonst aus? Bei mir war es letztendlich so, ich habe zu Hochzeiten, sage ich mal, in 3 Ländern Liga gespielt. Also im Tennis ist es ja möglich, in mehreren Ländern Liga zu spielen, sondern nicht nur wie es im Fußball ist, dann in der Bundesliga zu spielen, sondern wir können ja in verschiedenen Ländern Liga spielen. Ich habe in Deutschland immer logischerweise gespielt, habe dann in Österreich noch gespielt und dann zum Teil in Italien auch noch Spieltage gespielt, die ich dann einfach so dazwischen geworfen habe, wenn sich's ausgegangen ist vom Turnierplan her. Das ist so die größte Einnahmequelle, sag ich mal, in erster Linie. Dann kommen natürlich die nationalen Turniere dazu, wie du schon gesagt hast. Dann, was wahrscheinlich fast jeder Tennisspieler, der auf der Future Tour mal anfängt und jetzt eben nicht die finanzielle Unterstützung von seinen Eltern oder irgendwelchen großen Sponsoren hat, was auch nicht ganz so einfach ist, gemacht hat, sind Trainerstunden letztendlich, was du gerade eben schon gesagt hast. Das habe ich natürlich auch gemacht. In einem gewissen Maße, ohne mich irgendwie selbst von meinem Tennis zu entfernen oder da jetzt irgendwie 6 Stunden trainierst und 2 Stunden oder mehr als 2 Stunden Trainerstunden gibst, ist ja auch wieder eine Zeit, wo du auf dem Platz stehst. Genau, also ich habe schon versucht, das irgendwie in Grenzen zu halten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwie schauen, dass das Geld reinkommt, weil, wie gesagt, wir haben eine Menge Kosten. Das sind ja nicht nur Turnierreisen, das sind dann Trainer, Physio, dann eben Turnierreisen, Hotels. Dann muss man sein eigenes Leben ja auch noch irgendwie finanzieren. Also eine Wohnung zahlt sich ja auch nicht von selbst zum Beispiel, solche Sachen. Oder das Essen. Insofern kommt da schon ein bisschen was auf einen zu letztendlich. Ist ja nicht so, dass man da keine Ausgaben privat mehr hat auch. Insofern habe ich auch da, wie es halt so oft ist, versucht, einen Mittelweg zu finden zwischen, wie viele Stunden kann ich geben, ohne dass es mein eigenes Tennis beeinträchtigt. Aber wie viele Stunden muss ich vielleicht auch geben, damit ich davon leben kann. Ja, klar. Dann habe ich eine Zeit lang nebenbei tatsächlich auch noch angefangen zu studieren, weil ich dann immer noch irgendwie was im Hinterkopf, in der Hinterhand haben wollte letztendlich, klar, um auch da vielleicht so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen, weil ich einfach so den Druck vom Tennis nehmen wollte, um zu sagen, ja gut, wenn jetzt Tennis nicht funktioniert, dann ist es so. Hast du immer noch was anderes? Dann habe ich eine andere Möglichkeit und ich will jetzt nicht mit 30 irgendwann dastehen und sagen, ja gut, jetzt habe ich 15 Jahre Future Tour gespielt.
habe Gesamtpreisgeld von, ich weiß nicht, 15.000 Euro verdient und habe nichts getan in meinem Leben eigentlich letztendlich, ja. Insofern habe ich angefangen zu studieren und Was hast du studiert? Finanzmanagement. Okay. Hab Aber das was dich dann, interessiert hat? was mich interessiert hat, genau. Okay. Ja, ich war davor auch mal eine Zeit lang angemeldet, einfach beim Studium, wie es halt viele nach dem Abitur machen, mal für ein Jahr. Schön das Kindergeld eingesackt. Genau, das habe ich für ein Jahr lang auch gehabt. Und dann Ja. habe ich Finanzmanagement angefangen zu studieren Mhm. und habe das, also an Wie einer lang? Fernuni aber. Wie lang? Das lief, glaube ich, fast 3 Jahre. Boah, also du hast... Ja, wobei das an der Fernuni ja auch sehr gestreckt wird. Also das dauert ja nicht 3 Jahre normalerweise das Studium dort, sondern ich glaube, das war auf 6 oder 7 Jahre angelegt. Aber immerhin, du hast Also ich die hatte Hälfte circa... knapp die Hälfte. Okay. Ja, war aber auch mit den Prüfungen nicht ganz durch. Also das lief eher so nebenbei und auch nur so halb. Also das war jetzt nicht zu vergleichen mit einem normalen vollen Studium letztendlich. Okay, ja. Habe ich dann aber auch irgendwann gelassen, weil ich dann vor einem Jahr jetzt eben angefangen habe zu arbeiten nebenbei, mich da selbstständig gemacht habe, wie dein Bruder auch letztendlich, und mit dem da viel zusammenarbeite jetzt und genau versuche mir oder verdiene jetzt da mein Geld nebenbei noch und versuche da immer mehr zu machen, um weniger Stunden geben zu müssen letztendlich, um mich da dann auf dem Tennisplatz wirklich nur noch auf mein Tennis konzentrieren zu können und das Geld auf andere Wege reinzubringen. Ja. Und ja, du hast schon gesagt, du hast einen Zweitjob, du bist selbstständig. Warst du als Tennisspieler eigentlich auch schon. Aber ja, was war, also ich weiß, was der Job ist, aber ich glaube, mein Bruder hat es mir schon erzählt, du hast es mir schon erzählt, ich weiß aber immer noch nicht, was es genau ist. Also vielleicht kannst du es Also die offizielle Bezeichnung ist Vermögensberater letztendlich. Okay. Ich bin bei der Deutschen Vermögensberatung letztendlich nicht angestellt, sondern eigentlich selbstständig, freiberuflich dort. Okay. Mache also mein eigenes Ding, sage ich mal, aber immer noch mit einem großen Team dahinter, mit einem großen Unternehmen dahinter, das unterstützend zur Seite steht. Okay, wie bist du dazu gekommen? Weil es ist ja nicht so, dass ich da jetzt im Bett liege auf dem Turnier und irgendwas rumswipe und auf einmal kommt Deutsche Vermögensberatung. Ich sage, perfekt, da gehe ich jetzt hin. Es war tatsächlich so, dass ich eigentlich Sponsoren gesucht hatte, ursprünglich. Okay. Und darüber mit meinem Fitnesstrainer bzw. Physio gesprochen hatte, dem Martin Dorn. Und der irgendwie mal so mitten im Training meinte dann, er könnte mal bei seiner eigenen, ich glaube Herren 40 Mannschaft wird es gewesen sein, abends nach dem Training, wenn sie mal zusammensitzen, nachfragen, ob irgendwie jemand, weil einige dabei sind, die größere Unternehmen leiten, ob jemand Interesse hätte an einem Sponsoring für einen Spieler aus Augsburg, der da jeden Tag trainiert und eben auf die Future Tour geht. Dem war letztendlich leider nicht so, wie es tatsächlich schon öfter in meinem Leben war, weil ich etliche Sponsorenanfragen geschickt habe und mit Leuten gesprochen habe. Ist leider sehr, sehr schwer auf der Future Tour. Ja, ist nicht schwer und zweitens ist halt, wenn du als Einzelperson dahin gehst, dann sagt er sich ja, du bist jetzt Kyle Lemster, aber von Kyle Lemster gibt es Tausende auf der Tour. Also das ist irgendwo auch ein Risiko für ihn, weil er will ja, wenn er rein investiert, irgendwo was zurückbekommen. Ich verstehe es, aber ich verstehe auch deine Sicht und dass es nicht so einfach ist. Aber er erzähl weiter. In jedem Fall war es dann so, dass eben da keiner letztendlich drauf angesprungen ist, aber eben ein Mannschaftskamerad von meinem Physio letztendlich dann meinte, Sponsoring in dem Sinne vielleicht nicht, aber er hätte vielleicht eine andere Option. Der hat damals schon mit Marc zusammengearbeitet auch und hatte dementsprechend schon Tennisspieler an der Hand eigentlich. Hat dann aber gemeint, ja gut, warum nicht auch noch einen zweiten dazu nehmen, wenn es passen würde letztendlich. Und der hat mich dann letztendlich angerufen und hat gemeint, ich sollte doch mal vorbeischauen. Er hat jetzt kein Sponsoring in dem Sinne, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit für mich, nebenbei Geld zu verdienen. Vielleicht interessiert es mich, vielleicht auch nicht. Ich soll es mir anschauen und wenn ich da Lust drauf habe, letztendlich das zu machen, dann wäre ich herzlich eingeladen. Und das habe ich dann tatsächlich auch so gemacht. Es ging relativ zügig dann. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Augsburg und bin dann relativ zügig da mal zu ihm ins Büro, zum Stefan Kastner, der letztendlich unser Teamleiter, sage ich mal, ist. Und habe mir von dem alles vorstellen lassen und etliche Gespräche mit dem geführt letztendlich.
ja, wo dann auch rausgekommen ist eben, dass ich Finanzmanagement schon studiert hatte und dass das eigentlich genau in die Richtung geht, was ich irgendwann dann mal machen wollte. Und letztendlich hat mich dann einfach die Idee davon, mir eigentlich während meiner Tenniskarriere schon meine Karriere für danach aufzubauen, sehr gut gefallen und hat mich dann überzeugt, da weiterzumachen und da anzufangen zu arbeiten, Ja, schlussendlich. ich weiß, dass du eine Person bist, die nicht wie der größte Teil auf der Tour, ja, so ein bisschen am Morgen aufstehst und dann schaust, was passiert heute, hast ein Training oder 2 Trainings ausgemacht und that's it, das war's heute für den Tag und am Abend dann noch schön am Handy rumscrollen und das war's. Sondern ich war auch einmal dieses Jahr mit dir, habe ich ein Zimmer geteilt. Du hast auch ein Gespräch gehabt mit deinen Klienten, Kunden, irgendwie sowas. Ja, das war ein Team-Meeting eigentlich vom Team, aber okay. ja. Ja, aber ich habe gesehen, dass du auch was tust und ich finde es immer geil, Leute, die halt nicht nur in dieser Tennis-Bubble sind, sondern auch so ein bisschen rausschauen und ja auch mal das große Ganze sehen, weil im Endeffekt, du versuchst dich zu finanzieren im Tennis, ja klar, aber irgendwie musst du dich auch selber finanzieren außerhalb vom Tennis, wenn du fertig bist mit Tennis. Ich meine, Leute, die gehen dann studieren, so wie jetzt dein Bruder, und der muss sich dann auch irgendwann, wenn er fertig ist im Studium, auch irgendwie finanzieren. Also eigentlich ist es so ein bisschen so eine, ja, so etwas, was du fürs Leben lernen kannst. Und da hast du dann einen Job gefunden. Ja. Seit wann bist du dort?